Kann mir wer, der sich damit auskennt, erklären, warum in Deutschland so viel des Gütertransports über LKW läuft? Ich bin darauf gekommen, als ich mir letztens eine Doku angeschaut habe. Da hat einer, der zu DDR-Zeiten in irgendeinem Industriebetrieb gearbeitet hat, erzählt, dass es völlig normal, dass so gut wie alle Produkte mit Zügen an- und abtransportiert wurden. Und heute? Heute ist die Strecke stillgelegt. Ich denke mal, das trifft auf viele Betriebe zu. Also warum ist das so? Warum besteht der Gütertransport heutzutage fast ausschließlich aus LKW, obwohl es ja offensichtlich mal anders war? Dass das eine Menge Probleme mit sich bringt, ist ja offensichtlich. Steckt da vielleicht eine einflussreiche Lobby dahinter? Stichwort Just-in-Time rollendes Lager. Kurz, Kapitalismus. Und warum ist Just-in-Time-Lieferung nicht mit Zügen möglich? Züge fahren nach dem Zugfahrplan. Na und kann man da keinen erstellen, der dafür sorgt, dass täglich die benötigten Produkte ankommen, wo sie sollen? Also natürlich sind die ganzen Strecken marode, aber das sind ja alles keine Probleme, die nicht gelöst werden können. Das Problem ist ja nicht, dass der Fahrplan zufällig der falsche ist. Das ganze System, das die Fahrpläne erzeugt, ist nicht kompatibel. Womöglich wäre eine anders betriebene Bahn auf anderer Infrastruktur extrem gut für solche Lieferketten geeignet. Für die im realen Deutschland existierenden Unternehmen macht das keinen Unterschied. Ich will hier jetzt auch nicht der sein, der die ganze Zeit sagt, ja, wenn wir das und das ändern, wird es gut. Das ist halt unrealistisch. Aber man kann sich ja schon andere Länder anschauen und bei denen scheint es ja irgendwie zu funktionieren. Wäre theoretisch möglich, aber die Priorisierung ist teurer. Ja, nein. Gab irgendwo eine Doku über Zugspedition der DB. Ein Riesenverlustgeschäft. Weil extrem aufwendig, Wagen sortieren etc. Es sei denn Massenware von A nach B. Dann günstiger. Ansonsten Probleme mit Gleisanbindung. Kannst du die Doku vielleicht verlinken, wenn du sie findest? Dass der massenhafte Güterverkehr auf Schienen aktuell nicht möglich wäre, ist mir klar. Da gibt es viel zu viele Probleme. Aber vieles davon ist doch selbst verschuldet, ergo lösbar. So wie ich es damals verstanden habe, ist es ein riesiger personeller und Zeitaufwand, die Güterwagen zu sortieren. Das leistet sich nur die DB. Es gibt auch kleinere Unternehmen, die Güterverkehr anbieten, dann aber wie gesagt nur ein Ware X von A nach B. Beispielsweise vom Hafen Güter abzuholen und dann zur Firma zu bringen ist easy. Wird auch öfter gemacht, als uns vorkommt. Aber welche Doku das genau war, keine Ahnung. Danke für die Erklärung. Der Bahntransport ist zum Glück noch nicht komplett tot, aber ich habe jetzt gelesen, dass selbst die Autofahrernation Nummer 1 USA noch mehr Transport auf Schienen hat als wir. Kapitalismus. Der hat ein gemeinsames Schienennetz für Personen- und Güterbeförderung, und das platzt aus allen Nähten. Das ist eine jahrzehntealte politische Entscheidung. Und trotzdem werden jedes Jahr Strecken abgebaut. Hab mal gehört, dass unser Streckennetz aktuell auf dem Niveau von 1920 ist. Also unter der DB wäre der flächendeckende Transport auf Schienen sicherlich nicht möglich. Nicht böse gemeint, aber ein wirtschaftlich gescheiterter Staat mit einer katastrophalen Logistik und Mauer um die Grenze, damit keiner flieht, ist nicht der beste Experte für Logistik und Transport. Bei dem Thema bin ich bei der Es war ja nicht alles schlecht Fraktion. Ich habe letztens auch gelesen, dass jetzt wieder Bewässerungssysteme aus der DDR aktiviert werden, weil die anscheinend ziemlich gut waren. Und dass jetzt haufenweise Leute fordern, wieder mehr auf den Schienen zu transportieren, macht es ja einfach nur absurd. Es war ja nicht alles schlecht Fraktion. Das ist Romantik, verabschiede dich davon. Der DDR-Staat war so oder so auf dem Weg, gegen eine Wand zu fahren. Wäre die politische Krise nicht gewesen, hätten die wirtschaftlichen Folgen etwas später zu einem Kollaps geführt. Man muss ja nichts verklären oder romantisieren, aber einige Sachen waren durchaus nicht schlecht. Nicht schlecht ist nicht gleich gut. An dem Staat gibt es nichts Gutes. Jedes Mal, wenn man jemanden trifft, der von da ist und einem von der guten, alten Zeit erzählen will, dann sind da Geschichten aus der Kindheit, Großmutters Rezepte oder der oder die Freundin. Aber sobald es da tiefer geht, Wirtschaft, Politik, etc., da fangen sie an zu stottern oder wissen nix. Ich glaube, Aldi war einer der ersten, bei denen erkannt wurde, dass der Discounter nur deshalb funktioniert, weil er seine Zwischenlagerkapazitäten auf LKWs verteilt hat und damit viel Geld sparen konnte. Irgendwann gab es hier auf Reddit auch eine Aussage von einem Berufskraftfahrer, dass er 2/3 seiner LKW-Zuladung nur durch die Gegend schippert, bis sie irgendwann gebraucht wird. Lagerhallen wären teurer. Güterzüge sind nur so auf 1-2 Tage genau und deshalb nicht für Just-in-Time geeignet. Scheinbar gibt es gerade ein großes Thema, weil die Binnenschifffahrt mit Containern gerade wegen niedriger Flussspiegel ausfällt und man überlegt, wie man das Zeug auf die Schiene bringt.
Hab schon in einem Kommentar drüber gefragt, weswegen diese Lager so teuer sind. So eine ganze LKW-Flotte zu unterhalten ist ja auch alles andere als billig. Und da ist ja schon mit reingerechnet, dass die LKW-Fahrer ja zu 90% unterbezahlte Osteuropäer sind, die ausgebeutet werden. Woran liegt das, dass die so ungenau sind? Deutschland ist ja jetzt auch kein riesiges Land, wo extreme Strecken überbrückt werden müssen. Die ganzen LKW haben doch auch andauernd Verspätung, wenn sie mal wieder im Stau stehen. So eine Lagerhalle ist ein relativ großes Investment, welches irgendwann renoviert werden muss und vielleicht mal zu groß ist oder nicht passt. Und würde diese groß sein, dass sie groß genug ist, um Spitzenlasten zu lagern, dann steht die ja zum Großteil des Jahres leer, was keinen Mehrwert bringt. Das Lagerthema ist ein bisschen wie Autoleasen statt Auto kaufen. Erklär mal bitte den Leasing-Vergleich. Der Gütertransport über die Schiene hat in Deutschland in den letzten 20 Jahren tatsächlich schneller zugenommen als der Lkw-Verkehr. Insgesamt hat sich am Anteil des Schienenverkehrs nicht viel getan, das bewegt sich immer um die 20% herum. Es wurden zwar Strecken stillgelegt, die vorhandenen Strecken aber auch ausgebaut und stärker ausgelastet. Das Netz ist da einfach an der Kapazitätsgrenze. Und selbst wenn die Nebenstrecken noch existieren würden, würde sich daran wenig ändern, weil die Hauptachsen überlastet sind. Die Straßen hatten da mehr Reserven, stehen aber inzwischen auch kurz vorm Kollaps. Bestes Beispiel ist das Desaster an der A45, aber auch andere Strecken sind an der Belastungsgrenze und genauso wie das Schienennetz völlig heruntergewirtschaftet. Das größte Problem ist allgemein die Zunahme des Lastverkehrs, und das hängt hauptsächlich mit der Globalisierung zusammen. Transport ist einfach so günstig, dass geringere Herstellkosten, Personal, Rohstoffe, Energie eine größere Rolle spielen. Dadurch werden die Transportwege lang und entsprechend steigt das Frachtaufkommen. Dazu kommt natürlich noch das allgemeine Wirtschaftswachstum. Wenn unsere Wirtschaftsleistung um 80% zurückgehen würde, was vermutlich in etwa der DDR entsprechen würde, könnten wir auch wieder fast alles per Schiene transportieren. Eine einflussreiche Lobby steckt da also nicht dahinter. Okay, danke dir für die ausführliche Erklärung. Wenn ich das so richtig verstehe, ist es also auch mit der Logistik wie mit so gut wie allen anderen Sachen in Deutschland, dass sie kurz vor der Belastungsgrenze steht und so lange heruntergewirtschaftet wird, bis irgendwann der große Zusammenbruch kommt. Aber das ist ja bestimmt noch nicht in dieser Legislatur, also von daher kein Problem. Ich möchte noch einmal den Aspekt betonen, dass der schlechte Zustand vor allem auf die intensive Nutzung zurückzuführen ist, mit einem besonders schnellen Anstieg in den letzten 10 Jahren. Infrastruktur kann dem nur begrenzt folgen. Ich wollte nur aufzeigen, dass es der Straßeninfrastruktur da nicht besser geht als der Schiene, weil sehr häufig behauptet wird, man würde die Schieneninfrastruktur bewusst vernachlässigen, um mehr Verkehr auf die Straße zu bringen. Das Problem hat man aber schon erkannt und investiert in beides. Die Schiene bekommt da übrigens einen deutlich größeren Brocken ab, bezogen auf die Verkehrsleistung. Und das war auch schon in der alten Regierung so. Ohne die Quelle gesehen zu haben, behaupte ich mal, dass die Investitionen trotzdem noch weniger sind als nötig wäre. Mehr investieren geht quasi immer. Der Punkt war hier erst einmal nur, dass die häufig wiederholte Behauptung, die Schiene würde stärker vernachlässigt als die Straßeninfrastruktur, nicht zutreffend ist. Die Firmen haben keine großen Lager mehr, aus wirtschaftlichen Gründen, das wäre zu teuer, alles muss sehr pünktlich geliefert werden. DB kann das nicht. Kenne mich damit halt null aus. Warum ist das denn so teuer? Liegt das einfach an den Grundstückspreisen, oder an teurer Technik, oder sind da wie so oft irgendwelche Regularien dran schuld? Es gibt mehrere Probleme bei DB, kannst die Experten dazu lesen. LKW kann direkt von A in Deutschland nach B in Italien mit einem Fahrer fahren. Die Eisenbahn hat unterschiedliche Regeln. Die Transporthubs bei DB sind überlastet und können ohne Mammutprojekten nicht erweitert werden. USW. Was die Lage angeht, die Waren, die da liegen, kosten Geld, bis die verkauft werden. Die Grundstücke sind auch teuer, den Raum muss geheizt werden, und so weiter. DB ist Schmutz, das ist mir auch klar. Aber die Frage ist ja, ob es theoretisch funktionieren könnte, oder ob die LKW den Zügen einfach prinzipiell überlegen sind. Naja, prinzipiell nicht, Züge sind an sich effizienter, weil sie halt viel weniger Reibung haben und deshalb weniger Energiebrauche brauchen als Autos, aber LKW sind halt flexibler. Dazu die Probleme der Eisenbahn und die Tatsache, dass Straßenverkehr viel stärker subventioniert wird dadurch, dass man keine Streckengebühren zahlen muss, ja Maut aber nur Autobahn und vergleichsweise wenig. Das macht LKW-Transporte halt auch oft billiger. Aber Subventionen sind ja bewusste Lenkungsmechanismen der Politik. Daraus schließe ich, dass es im Grunde genommen nicht gewollt ist. Steckt da vielleicht eine einflussreiche Lobby dahinter? Ja, auf Teilstrecken wird immer noch über die Schiene transportiert.
Es lohnt sich nur nicht, jede Firma ans Schienennetz anzuschließen. Muss ja auch nicht jede, aber halt zumindest die größten wäre doch praktisch. Weil die Bahn unfähig ist. Außer Geld sinnlos verbrennen wäre tatsächlich ihr einziger Geschäftszweck, was meine Vermutung ist, dann arbeitet die Bahn gut. In jedem Fall aber funktioniert halt auf der Schiene nix. Ich habe nicht genug Lagerkapazität und muss bei Just in Time auch mal eine einzige Palette innerhalb eines 1 bis 2 H-Zeitfensters übermorgen anliefern lassen. Das geht nicht mit der Bahn, die ist nur geeignet, wenn man mehrere Waggons ganze Züge als Lieferung braucht und auch 1 bis 2 Tage warten kann. So große Lager- oder Wagon-Warenannahme hat kaum einer. Aber so Roll-on-Roll-off-Züge für LKWs zwischen wichtigen Industriezentren fände ich schon ganz gut, um die Autobahn zu entlasten. HHBR zu MAM, würde aber instantan die Bahninfrastruktur überlasten. Edit, Kennzeichen von Bremen ist HBR nicht BR. Ups. Aber ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Weil die Menge der Waren insgesamt wächst Jahr von Jahr zu Jahr. So als kleinere Alternative ebenso für einzelne Paletten sind LKW ja auch nicht unbedingt verkehrt. Aber es werden doch auch ganze Wagenladungen auf der Straße transportiert. Und dass die DB komplett überlastet ist ja kein Geheimnis. Das sind ja jahrelange politische Versäumnisse. Hier ist noch ein Artikel vom BR zu Thema Priorisierung von Energietransporten, der das ein wenig beleuchtet. Nicht ganz on topic, aber viel Zusatzinfo. Hatte das Thema heute mit Kollegen in einem anderen Kontext. Die sind schon so lange dabei, die haben die Veränderung noch mitbekommen, gilt für unsere Region. Nach dem Nachtflugverbot wurde viel auf Ersatzverkehr umgelegt, Lkw mit Sonderrechten, und damit hat der Lkw-Verkehr bei uns extrem zugenommen. Gleiches jetzt auch wieder so kurzzeitig so extrem viele Flüge ausgefallen sind bzw. Gepäck Prio hatte. Oder einfacher gesagt, Kapitalismus. Züge haben An- und Abfahrzeiten, das Netz ist nicht gut, die Abweichung von der Ankunft größer als bei Lkw, Linienverkehr. Außerdem musst du das Zeug erstmal dahin bekommen. Früher waren die Fabriken direkt an den Gleisen, wie man es heute noch von Autoherstellern kennt. Danach muss es da abgeholt werden. An- und Abladen dauern halt auch. Zeit ist Geld. RoRo ist eine tolle Sache, hat sich aber irgendwie hier nie ganz durchgesetzt. Für Firmen gilt, hast du viel Zeit minus größer als Schiff, hast du weniger Zeit minus größer als Zug, muss schon zeitig sein minus größer als LKW, sehr eilig minus größer als Flugzeug. BTW, die Speditionsbranche auf Lkw treffen die Spritpreise extrem hart derzeit. Was bedeutet RoRo? Habe mir schon gedacht, dass da auch eine ganze Menge bürokratischer Begünstigungen dahinter steckt. Die Lkw haben ja bis vor der Preisexplosion auch massiv vom Dieselprivileg und Mautausnahmen profitiert. Da treffen uns Verbraucher die höheren Preise natürlich umso ungewohnter. Beim RoRo, Roll-on Roll-off, werden die Lkw auf einen Zug verladen. Sie fahren ein Stück selbst und dann an einem Punkt werden alle auf Züge verladen und die Strecke geht damit ein ganzes Stück weiter. So hast du beide Vorteile der Beförderung in einem. Klingt auf jeden Fall sinnvoll. Weil Einzelwagenverkehr mit der Bahn einfach nicht konkurrenzfähig ist unter dem Gesichtspunkt Zeit bzw. Aufwand. Du kannst keine einzelnen Wagen alleine rumfahren lassen, das würde viel zu viel Streckenkapazität verbrauchen. Du musst die bündeln, eben zu Zügen. Das bedeutet, zunächst muss der Wagen von einer Rangierlok von deinem Anschluss abgeholt werden und zum nächsten Bahnhof gebracht werden. Dazu muss oft die Strecke, an der dein Anschluss liegt, gesperrt werden. Dort muss er auf den nächsten Güterzug warten, der vorbeikommt. An diesen wird er dann ran bzw. rein rangiert. Dazu muss gegebenenfalls wieder das durchgehende Hauptgleis gesperrt werden. Der Güterzug bringt ihn dann zum nächsten Rangierbahnhof, dort wird der gesamte Zug neu sortiert und neue Züge zusammengestellt. Die fahren dann zum nächsten Rangierbahnhof auf der Strecke, da wird dann wieder ein Güterzug zusammengestellt, der die Unterwegsbahnhöfe abklappert. Dort wird dann dein Wagen wieder hier ausrangiert und von der Rangierlok an den Anschluss des Empfängers zugestellt. Das dauert mehrere Tage, und je stärker es genutzt wird, das heißt je mehr Unterwegshalte der Güterzug hat, desto länger dauert es. Der LKW fährt einfach Tür zu Tür. Für alle diese Schritte brauchst du viel Infrastruktur, die du instand halten und prüfen musst. Viel Personal, und zumindest die Loks am Anfang und Ende verbrauchen auch ziemlich viel Sprit. Was die Eisenbahn vorteilhaft macht, ist Economies of Scale, und genau die fehlen dir beim Einzelwagenverkehr. Du hast ja auch aus gutem Grund keine S-Bahn-Haltestelle an jedem einzelnen Haus. Warum war das früher anders? Als die Eisenbahnen gebaut wurden, war die einzige Alternative das Pferdefuhrwerk. Schon die Deutsche Reichsbahngesellschaft in den 20er Jahren hat die Konkurrenz durch die im Ersten Weltkrieg massentauglich gewordenen LKWs gespürt, damals eher noch auf der kurzen und mittleren Entfernung.
Sie hat zum Beispiel einen Straßenanhänger entwickeln lassen, auf den Eisenbahnwagen geladen wurden, um sie vom nächsten großen Bahnhof an die Kunden über die Straße statt die Schiene zuzustellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Reichsbahn, DDR, dann massive Bestände an Loks und ein ziemlich demoliertes Schienennetz übernommen, was selbst bis zum Ende der DDR nicht wieder auf Vorkriegsniveau instand gesetzt wurde. Im Westen wurden dann relativ schnell in den 60ern die ineffizienten und dadurch nicht mit Autobus-Lkw konkurrenzfähigen Strecken stillgelegt. Im Osten gab es keine vergleichbare Entwicklung, weil es nicht die Kapazitäten gab. Zum einen weil die Sowjets viel demontiert haben, zum anderen durch die Planwirtschaft. Die Kfz-Industrie war nicht so leistungsfähig, und die Bauindustrie hat es bis zum Ende der DDR nicht geschafft, genügend Wohnraum bereitzustellen, da ist an ein vergleichbares Fernstraßennetz nicht zu denken. Loks und Bahnanlagen mussten zwar repariert werden, waren aber schon da und auch schon bekannt, mussten nicht neu entwickelt werden. Noch bis 1988 waren Vorkriegsdampfloks im Einsatz. Auch Öl war seit den frühen 80ern knapp und musste importiert werden. Die einzige heimische Ressource war die Braunkohle, mit der auch die Dampfloks betrieben wurden. Dr. Das Bahnnetz wurde aufgebaut, bevor der Lkw massentauglich war, und in der DDR bedingt durch allgemeine Mangelwirtschaft weitgehend auf Vorkriegsart weiter betrieben. Vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort. Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen. Zur Sache mit der Infrastruktur, meinst du, das könnte sich mit einem Ausbau, also massiven Investitionen, ändern oder ist das ein prinzipielles Problem? Man könnte ja zum Beispiel die vielbefahrenen Strecken auch mit mehreren Spuren ausstatten, sodass sich Personen- und Güterverkehr nicht so stark behindern und dass es weniger Wartezeiten gibt. Und dass das ganze Rangieren und vor allem auch das Kuppeln und die Signale automatisiert und digitalisiert werden müssen, ist ja auch klar. Zur Geschichte, sowas dachte ich mir schon irgendwie. Dass das in der DDR eben mehr aus der Not heraus war. Und in der BRD wurde ja relativ schnell alles auf Autos ausgelegt. Ich war mir halt bis jetzt nicht sicher, ob man das nach der Wende einfach so kaputt gemacht hat oder eben weil es unwirtschaftlich war. In der DDR musste die Bahn genommen werden. Das hat übrigens, vor allem bei kurzen Strecken um den Kirchturm, enorme Kosten und Aufwand erzeugt. Nach der Bahnreform in den 90ern hat die Bahn von sich aus viele Industrieanschlüsse stillgelegt, weil nicht rentabel. Auch der Transport von Stückgut durch die Bahn wurde zu dieser Zeit beendet. Lkw sind meistens billiger und können besser Just-in-Time-Lieferungen abwickeln. Heute kommt natürlich hier hinzu, dass die Infrastruktur zu großen Teilen abgerissen wurde. Während der Dorfbahnhof früher ein Ladegleis hatte, welches regelmäßig bedient wird, muss man sich heute schon freuen, wenn die Regionalbahn noch einen Halt einlegt. Mein Opa ist auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, der hatte auch einen Bahnanschluss. Da kam vielleicht einmal im Quartal ein Waggon. Viel flexibler als mit der Bahn. Lindner, CDU/CSU, Ölkraftstofflobby. Gern geschehen. Bei der Bahn, wo mal ein Güterzug eine Nacht einfach so ungeplant stehen bleibt, weil kein Zugführer da ist, ist das mit der Lieferkette so eine Sache. Zum Nachfüllen des Lagers ist das okay, aber wenn die Sachen auf dem Zug zeitkritisch sind, dann eher nicht. Ich wäre aber dafür, dass wir uns ein Beispiel an Österreich nehmen. Da darf man mit dem Lkw nur von Italien nach Deutschland durch, wenn man sehr leicht ist. Wer schwerer ist, muss auf den Lkw-Zug. Würde ich in Deutschland zur Pflicht machen, wer mit dem Lkw weiter rein muss als 100 Kilometer von der Grenze, oder nur im Transit durch muss auf den Zug und kann entweder an zentral gelegenen Bahnhöfen oder auf der anderen Seite wieder runter.